Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Willkommen zu Enjoy Magic Review. Heute haben wir von Magic Shop Chaos 2 bekommen von Mark Elston. Ist ein etwas älteres Produkt. Mark Elston sieht mittlerweile viel cooler aus. Wir haben ihn auch im Blackpool getroffen. Aber dazu nur am Rande. Ja, Chaos 2. Ich weiß leider nicht, was der Unterschied zu Chaos 1 ist. Aber ihr kriegt ein Trickdeck, in dem ihr quasi ein doppelten Triumph machen können. Triumph, für die, die es nicht kennen, ist, ein Zuschauer wählt eine Karte aus, die Karte kommt wieder ins Kartendeck, ihr vermischt sie, aufgedeckt in verdeckt und mit einem Schnipsel drehen sich alle Karten richtig rum, außer die ausgewählte Karte. Und hier könnt ihr quasi auch zeigen, dass das Kartendeck normal ist und in dem Moment, wo ihr die Chaos einmal auf Chaos drückt, und jetzt, ich weiß nicht, ob man das auf Kamera so gut sieht, seht ihr, dass die Karten aufgedeckt und verdeckt sind. Wir machen jetzt die ganze Routine nicht, aber natürlich einfach durch Ordnen. Seht ihr, sind alle Karten wieder richtig rum. Also das ist vom Prinzip her, es sind mehrere, ich sag mal, Prinzipien eingebaut in das Deck. Kombiniert, ja. Kombiniert, die das möglich machen. Es ist halt die Frage, es ist eine DVD dabei, was schon mal dafür spricht, dass dieses Produkt wahnsinnig alt ist, sind wir ehrlich. Und ja, ihr kriegt auch die Sticker dazu, also mit diesem Chaos-Ding. Ihr könnt sie auch außen auf die Kartenschachtel draufkleben und das Kartendeck da rein und da drin macht es sich durcheinander wieder. Es ist ganz cool, mit zwei Leuten das zu machen. Die Frage ist, ob ihr euch für einen Triumph-Effekt extra ein Trickdeck holt. Ja, genau das ist die Frage. Und ich finde auch, also die Main-Routine ist im Prinzip auch, dass ihr macht es auf, zwei Zuschauer ziehen zwei Karten, die kommen rein und dann alle sind in der richtigen Reihenfolge, außer die zwei Zuschauerkarten sind andersrum. Und genau das ist der Punkt. Wollt ihr für einen Triumph-Effekt ein Trickdeck? Wenn die Frage müsst ihr euch beantworten. Bei ja, okay, dann ist es cool umgesetzt. Also wenn ihr sagt, ich brauche jetzt ein Trickdeck für einen Triumph-Effekt, weil ich ihn nicht kann oder warum auch immer, dann ist es eine tolle Sache, aber ich denke, also ich vermute mal, korrigiert mich in den Kommentaren oder sonst wo, wenn ich falsch liege, ich denke, die meisten, die Triumph-Effekte performen, finden das gerade so geil, mit einem normalen Deck zu machen. Ihr könnt es halt nicht rausgeben, das ist auch ein Punkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, der Vorteil hier ist, dass ihr zwei Zuschauer es auswählen lassen könnt, aber ich bin ganz ehrlich, ich finde persönlich Triumph-Effekte ziemlich langweilig. Die meisten, wo ich bisher davon gesehen habe, ich mache auch einen, ich erzähle euch gleich warum. Aber die meisten sind halt eben so, hier ziehe eine Karte raus, ich mache sie aufgedeckt und verdeckt und so. Warum? Das ist erstmal das. Und viele machen das gar nicht in der Routine, das ist einfach ein viel zu schneller Effekt. Was ich mache, ist von Michael Amar, wo ein Zuschauer eine Karte auswählt und ich sage, das ist der schwerste Trick, den ich kann. Ihr werdet gleich sehen, warum. Und die kommen aufgedeckt und ich vergesse in dieser Routine, einen Zuschauer seine Karte wieder reinzustecken. Die ist super, ja. Und es drehen sich alle Karten, beispielsweise die Herz 6 und es drehen sich alle Herzen um im Kartendeck in der richtigen Reihenfolge, nur die Herz 6 wird und ich finde heraus, was seine Karte ist. Und das ist ein Effekt, der knallt die Leute weg, weil das drückt Skill aus und das ist halt mit dem Chaos drauf und das mit dem Schütteln habe ich, glaube ich, vor Ewigkeiten mal gesehen. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, also ich werde mit diesem Effekt leider jetzt nicht so hundertprozentig warm. Ich auch nicht. Mir haust dich vom Hocker. Bei mir ist immer bei Trickdecks das Ding, der Effekt rechtfertigt bei mir nicht das Trickdeck. Das ist immer so meine Waage. Ist der Effekt gut genug, damit ich ein extra Deck dafür rumschleppe? Und ich würde jetzt, wenn ich so einen Effekt machen würde oder diesen Effekt machen wollen würde, dann ließe sich der auch sicherlich umsetzen ohne dieses Trickdeck. Ja. Und das wäre dann, auch wenn es Übung voraussetzt, die Variante, die ich bevorzugen würde. Costa Kimlet. Beispielsweise Fuhler. Macht einen Triumph-Effekt mit einem normalen Kartendeck. Okay, gut, wir müssen nicht gleich High-Level gehen. Ja, ich sag's ja nur. Ist vom Prinzip her genau dasselbe. Es ist halt eben Fingers. Klar, das wird ein bisschen Übung in Anspruch nehmen müssen. Aber als Beispiel, es geht halt auch ohne Trickdeck. Und ich denke mal, ja klar, wenn es der Effekt natürlich hergibt, dann ja. Aber ein Triumph-Effekt, besonders, da müsst ihr auf dem Tisch arbeiten. Und das wissen wir bei so Performen und beispielsweise bei Walkaround, finde ich, hat man jetzt nicht immer einen Tisch dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch diesen Triumph-Effekt, den ich mache, ist halt echt am Ende, wenn jemand sagt, komm, zeig nochmal was. Und ich setze mich dazu, dann habe ich den Platz und die Zeit und die Aufmerksamkeit. Aber bei dem
Ja, und dann auch der Fakt, dass die Zuschauer das Deck danach nicht anschauen können, dass man es für keinen anderen Effekt verwenden kann und so, ist alles so ein bisschen schwierig. Ja. Und ihr müsst also zwangsläufig einen Deck-Switch machen. Ich meine, kein großes Ding. Ihr könnt es einpacken, einen neuen Trick machen, wieder rausholen. Aber gut, ich weiß nicht. Ich finde auch nicht so der Fan. Es ist überhaupt immer eine Matte für eine Close-Up-Show jetzt. Für mich finde ich es nicht krass genug, muss ich auch ehrlich sagen. Ja. Da würde ich dann also dann rechtfertigt es auch den Deck-Switch bei mir nicht. Ja gut, ich denke, wir brauchen nicht so viel weiter drum herum reden. Ich komme mal zur Bewertung. Also für mich 3 Punkte. Es hat Fehler, und zwar Fehler 1, der Trickdeck, der Fehler 1 für mich, sage ich jetzt einfach mal so, der Effekt rechtfertigt für mich persönlich nicht das Trickdeck. Und zweitens, er rechtfertigt auch nicht den Deck-Switch, den ich bräuchte bzw. machen möchte, für den Fall, dass ein Zuschauer, den ich in petto haben möchte, falls ein Zuschauer sagt, hey, kann ich mal kurz schauen, weil was sagt ihr da? Nein, gefällt mir halt nicht mein Stil. Okay, das ist soweit das von mir. Ich gebe ihm auch 3 Punkte aus genau denselben Punkten. Ich habe mir vorher auch 3 Punkte überlegt. Es ist jetzt nicht verkehrt, aber ich würde es jetzt auch nicht riskieren. Ich würde auch empfehlen, dass ihr euch da von Michael Amar beispielsweise diese Kartenschulen von ihm dazu holt. Das ist das. Ich würde jetzt auch nicht, einen Anfänger würde ich es nicht geben, weil... Das ist ein Michael Amar, die Kartenschule, du meinst von Roberto Giobbi? Nein, nicht die Kartenschule, aber Michael Amar, vielleicht denke ich dran, das ist aber andere. Michael Amar hat auf jeden Fall mehrere Tricks. Ich würde es keinem Anfänger empfehlen, aus dem einfachen Grund, ich finde, das wirft einen einfach mehr zurück, es schränkt einen ein. Man lernt da nichts Neues. Okay, ist ein Punkt, ja. Ich hätte es gerade, wenn dann noch bei einem Anfänger gesehen, weil... unter dem Aspekt, ein Fortgeschrittener braucht es erst recht nicht, weil der kann den Triumph-Effekt anders umsetzen. Also wenn dann noch ein Anfänger... aber selbst dann würde ich sagen, du mach dich ein bisschen dran und lern ein bisschen was. Es muss in der Costa Chemnitz sein, auch die Michael Amar-Routine ist jetzt nicht gerade die komplizierte. Okay, dann bleibt der Anfänger sagt, nee, ich will nicht lernen, ich will jetzt nur ein Trickdeck um Triumph-Effekt zu machen. Ja klar, rechtfertigen kannst du. Ihr seht schon, da kann man diskutieren. Ich hoffe, die Eindrücke helfen euch bei eurer Entscheidung, sonst gern. Aber das war's von Chaos 2. Und jetzt wieder zur Mitte der Review. Andi? Ja, kleiner Bitte um Feedback. Und zwar, wir haben vor einiger Zeit schon eine Bonus-Lecture von unserem Lecture-Projekt gemacht. Die verlinken wir euch auch mal Infocard und oder Videobeschreibung. Könnt ihr euch umsonst runterladen. Ihr müsst eure E-Mail-Adresse eintragen, schicken wir euch die zu. Und wir haben schon viel Feedback bekommen. Das hat uns auch sehr gefreut, weil wir in der Richtung Lecture-Projekt, nicht zu viel spoilern, aber haben wir noch einiges vor dieses Jahr. Und da interessiert uns halt sehr, was interessiert euch wirklich? Und hey, sie ist umsonst. Ja, sie ist umsonst. Vielen Dank auch an unsere Magic Member für die Unterstützung, die nicht umsonst ist. Und ich denke, wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Es bleibt spannend. Als nächstes Produkt haben wir Fact von Caleb Wiles, the fully automatic card trick. What? Aber Andi, hatten wir denn nicht schon mal Self-Working Kartentricks? Ja, hatten wir auch schon mal. Was ist der Unterschied hierzu? In fact, es ist auch ein Self-Working Kartentrick. So ungefähr, ja. Aber mit Trickdeck, muss man vielleicht vorneweg gleich mal sagen. Genau. Für die es gesehen haben, bei Foolers war und hat es performt, kein Fooler. Aber da muss ich sagen, ja, das, was ich damals gesehen habe, was mir damals gesagt habe, deswegen dachte ich, mir gefällt es nicht, war, dass es so lang war. Es war wirklich lang für ein Kartentrick. Klar, das Ende hattet ihr, für die es nicht kennen, ich erwähne es mal ganz kurz, ihr gebt dem Zuschauer das Kartendeck. Und im Kartendeck sind verschiedene Karten, die ihm sagen, was er machen muss. Und der Zuschauer macht quasi alles. Ihr müsst ihn ein bisschen anleiten. Das heißt, so ganz automatisch ist es jetzt nicht. Ihr könnt jetzt nicht quasi ihm das Kartendeck geben und verschwinden. So einfach ist Netz. So einfach kann man leider kein Geld verdienen. Wäre aber mal cool. Und am Ende findet ihr die Zuschauerkarte. Zudem noch die passenden anderen 3 Karten. Beispielsweise die 3, die Herz 3 wird aussucht, die Herz 3 wird gefunden und die anderen 3 Karten, die anderen Dreier sind dann da. Und am Ende könnt ihr es quasi noch vorhersagen, wenn ihr sagt, dann wir wussten, dass ihr die Herz 3 auswählt. Nehmen wir es. Okay. Genau. Ein bisschen anders die Foolers Performance, Entschuldige nochmal. Zudem, wir haben das auch mal live ausprobiert. Das sieht jetzt dann hier so ein bisschen drüber. Und jetzt deine. Dazu möchte ich Folgendes sagen. Also, es ist unheimliche langatmige Geschichte. Das ist Fakt. Und
Deswegen möchte ich das aber nicht als Negativpunkt hinstellen, sondern mehr so als Challenge für den Performer da draußen. Weil das ist mir aufgefallen, als ich ihn gefilmt habe bei der Performance. Man kann, also so einer langatmigen Ding geht, was unheimlich Unterhaltsames machen. Ich habe es mit meinem Zauberkollegen, auch mit dem Bene letztens auch besprochen. Wenn man das so macht mit hier, schau die nächste Karte an, mach die nächste, leg nochmal 3 hin, dann ist das langweilig, dann schalten euch die Leute ab. Wenn man das aber so im Stil, wie der Joe das auch gemacht hat, oder ihr findet vielleicht auch einen anderen Stil, so, ich nenne es mal Overacting, so, noch 3 Karten, los, noch 3, ja genau, du machst es gut, nochmal. Und so wirklich das übertreibt, dann ist das für die Leute eine unheimlich unterhaltsame... Am Ende nur mit High Five und und jeder weiß, dass es nur ein Kartentrick ist, aber ihr baut das Entertainment pauscht ihr so auf durch eure Energie, dann wird daraus eine coole Performance, die auch durch und durch unterhaltsam ist, obwohl der ganze Trick an sich eine sehr langweilige Geschichte ist. Wobei, auch die Full-Ass-Performance war so lang. Jetzt, wenn ich es jetzt dann angeguckt, ich glaube insgesamt so 3-4 Minuten dauert es. Und dadurch, dass der Zuschauer das macht, könnt ihr ihn natürlich ein bisschen anspornen und so weiter. Das kann auch schneller gehen. Wie gesagt, ihr müsst euch ein bisschen Schritte merken. Was ich zu bemängeln habe, das habe ich jetzt nicht zu bemängeln, aber ihr kriegt die bedruckten Karten schon mal für die englische Version. Da sind sie bedruckt. Es sind aber auch weiße Karten dabei, dass ihr das selber schreiben könnt. Ich habe das jetzt mit Sharpie gemacht. Natürlich, wenn ihr das natürlich ein bisschen besser haben wollt, dann müsst ihr jetzt drauf drucken. Bemängeln muss ich sagen, es waren nicht genug Blankokarten dabei. Ich glaube, es haben 3 Blankokarten gefehlt. Okay. Was jetzt normalerweise für einen Zauberer jetzt nicht das Problem ist. Ich hatte genug noch daheim, dass ich es machen konnte. Und der Setup dazwischen ist lächerlich viel. Es ist so eine Art Storytelling-Deck, aber jetzt nicht so ein 52-Karten-Stack, aber ihr müsst es halt eben setupen. Und ja, das ist schon, ich glaube, 13 oder 15 Schritte, die man machen muss, um den quasi wieder damit zu performen. Ist es bei mir eindeutig in der Kategorie, also für die Performance jetzt Close-Up-Show. Weil fürs Table-Hopping zu langer Setup, außerdem ist dann wieder die Trickdeck-Debatte. Ich finde den Effekt gerade so gut, dass er den Trickdeck rechtfertigt. Das hält sich bei mir gerade so die Waage. Und deswegen in der Close-Up-Show, wo ihr den Effekt einmal pro Show macht, ihn vorbereiten könnt, ihr einen Deck-Switch entspannt machen könnt, weil ihr da sitzt oder halt euer Performance-Area habt, so, da gehört der Effekt für mich rein. Was ich da auch sehr gerne mag, das Ende. Ihr breitet quasi die Karten auf der ganzen Matte aus und ihr habt auf einmal, ihr spielt das so richtig schön groß und am Ende habt ihr dieses schöne Bild mit ihr werdet die Herz 3 auswählen und so quasi so zum Ende der Show quasi, damit ihr was mitnehmen könnt, ne, möchte ich, dass du den letzten Trick performst. Keinen Druck und so weiter. Und ihr könnt es so richtig schön groß machen. Ihr bringt nochmal Action, nochmal so das letzte Ding vor dem Schluss. Da sehe ich das wirklich gut. Wie gesagt, im Close-Up-Bereich eher nicht und für Bühne ist es nicht. Genau, das ist, also du meinst ein Table-Hopping Close-Up. Toll, Table-Hopping, ja, wie auch immer ihr es nennt. Genau, da sehen wir das Ding und da ist es auch in fact ein cooler Trick. So, und für wen ist es geeignet, Ali? Für wen Entschuldigung, wir müssen erst mal bei Punkte geben. Punkte. Ja. Ich gebe ihm 7 Punkte. Ich finde ihn gut, aber wie gesagt, für mich nicht machbar, weil ich hätte auch ein anderes Ende für meine Close-Up-Show, insbesondere weil ich da eigentlich weniger mit Karten arbeiten möchte. Ich bleibe bei 6 Punkten. Also 6 Punkte, weil ich finde, irgendwie nicht so ganz mein Stil, aber doch cool. Vielleicht performe ich es nochmal, aber aktuell haut mich nicht so vom Hocker. Aber man kann es machen und deswegen kann man riskieren. Jo, tolle Sache. Dann für Anfänger, gehen wir mal auf die Sekunde. Kann ein Anfänger das gleich machen? Ein Anfänger kann es gleich machen, aber ich finde, den Trick kann er machen, aber ihn so rüberbringen, finde ich, wie er muss. Und ich habe da diese Overreacting, also dieses viel zu enthusiastisch, also übertrieben enthusiastisch. Das kam gut an. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du leider erst zum Ende gemacht, deine Performance. Ich hätte da am Anfang... Ja, aber das am Anfang, das mit dem Auswahlding, da kannst du nicht so viel Energie reinstecken. Aber dann zum Ende hin, dann geht es. Aber für einen Anfänger, der braucht ein bisschen Erfahrung. Muss auch nicht das sein, was der Joe macht mit dem Overacting. Kann auch eine andere sein, aber ihr braucht nicht Skill-Erfahrung, ihr braucht Performance-Erfahrung. Das ist es. Genau, also für einen Amateur, der mal wieder was Neues zeigen will. Ein Profi, für die Close-Up-Show. Auch für jemand, der es professionell eine Show einarbeiten will. Eine Close-Up-Show kann man es professionell einarbeiten. Definitiv. Ich meine, Hallo Fool Us ist jetzt auch schon eine professionelle Show so. Ja. Gut, dann war's von Fact. Und das war's dann auch schon wieder mit der Angel Magic Review für diese Woche mit Chaos 2 und Fact, was Altes und was Neues. Hey, jetzt wollen wir noch was Blaues und was Geliehenes und dann sind wir bereit zum Heiraten. Ja, ist das so. Alles klar. Danke an Magic Shop wie immer für die Produkte. Links in der Videobeschreibung und alles. Freut uns, wenn ihr da uns unterstützt, dass wir auch weiterhin den neuesten Scheiß hier kriegen. Und ich denke, in diesem Sinne, bleibt magisch.